Weinheim ist eine Mittelstadt im Nordwesten Baden-Württembergs. Sie liegt etwa 18 Kilometer nördlich von Heidelberg und etwa 15 Kilometer nordöstlich von Mannheim in der Metropolregion Rhein-Neckar. Weinheim ist die größte Stadt des Rhein-Neckar-Kreises und seit 1956 eine große Kreisstadt. Durch die beiden Wahrzeichen, der Ruine Windeck und der Wachenburg, trägt sie den Beinamen Zweiburgenstadt. Bis 1803 war Weinheim Bestandteil der dann aufgelösten Kurpfalz. Sprachlich gehört die Weinheimer Ortsmundart Woinemerisch zu den kurpfälzischen Dialekten. Der alte Ortskern entstand am Austritt der Weschnitz und die Neustadt am Tal des Grundlbaches. Neuere Stadtteile entwickelten sich über den Schlossberg hinweg entlang der Bergstraße. Wegen der Lage an der Bergstraße herrscht in Weinheim ein mildes Klima. Im Vergleich zu anderen Gegenden Deutschlands blühen der Mandelbaum und andere Obstbäume viel früher im Jahresverlauf. 755 nach Christus war die erste urkundliche Erwähnung Wienenheims im Lorscher Kodex, dem Urkundenbuch des Klosters Lorsch. Der Name Weinheim kommt nicht vom Wein, sondern von Winosheim. (1000 nach Christus verlieh Kaiser Otto III. Weinheim das Marktrecht, dem 1065 das Münzrecht folgte. Oberhalb des Ortes erbaute das Kloster Lorsch zur Sicherung seiner Besitzungen die Burg Windeck. Nachdem 1232 das Lorscher Kloster dem Mainzer Bischof unterstellt worden war, kam es zu längeren Streitigkeiten zwischen Mainz und der Pfalz. Dies führte zu einem zweigeteilten Weinheim, die Altstadt stand unter der Herrschaft der Erzbischöfe von Mainz. Um 1250 bauten aber die Pfalzgrafen als Konkurrenz die Neustadt auf einer bisher unbesiedelten Terrasse über der Weschnitz auf. Die Neustadt bildet ihrerseits den Kern der heutigen, historischen Altstadt Weinheims. Die Trennung in Alt- und Neustadt wurde im Hemsbacher Schiedsspruch von 1264 festgeschrieben. 1454 wurden die bis dahin verwaltungstechnisch immer noch getrennten Gebiete der Altstadt und der Neustadt zu einer Stadt vereinigt. Im 17. Jahrhundert wurde Weinheim im Dreißigjährigen Krieg, im Holländischen Krieg und im Pfälzischen Erbfolgekrieg mehrfach von fremden Truppen erobert und die Burg Windeck zerstört. 1698 verlegte Kurfürst Johann Wilhelm für 2 Jahre seinen Hof, die Heidelberger Universität und die kurfürstliche Münzstätte und Druckerei nach Weinheim.
Während der Badischen Revolution 1848 unterbrachen Weinheimer Revolutionäre die Bahnstrecke Frankfurt am Main-Heidelberg der Main-Neckar-Eisenbahngesellschaft. Sie wollten damit verhindern, dass mit der Bahn Truppen gegen den Struve-Putsch in Stellung gebracht wurden. Ein Zug entgleiste. 33 Weinheimer wurden daraufhin angeklagt. Hedwig von Swende, Gemahlin des Ritters Gudelmann von Weinheim, stiftete 1293 die erste Kirche und übergab sie den Karmeliten, die an die Kirche anschließend ein Kloster erbauten. Nach der Einführung der Reformation mussten die Karmeliten Weinheim 1565 verlassen. Danach wurden in der Kirche reformierte oder lutherische Gottesdienste gefeiert. Durch Kurfürst Philipp Wilhelm übernahm 1685 wieder ein katholischer Zweig der Wittelsbacher die Kurpfalz. Die Karmeliten kehrten zurück in das Kloster. 1693 übernahmen sie, während des Pfälzischen Erbfolgekrieges beschützt von den Franzosen, wieder die alte Ordenskirche. Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Kirche umgebaut. Das Karmelitenkloster wurde 1802 von der pfalzbayerischen Regierung aufgehoben. Um 1848 wurde vom Weinheimer Bürger Heinrich Hübsch ein Kirchturm erbaut. Bei der Planung des Turms wurde bereits ein Kirchenneubau berücksichtigt. Die alte St. Laurentiuskirche war geostet, der Chor war also zum Marktplatz gerichtet. Nach einem ersten Plan des erzbischöflichen Bauamts Heidelberg sollte der Turm an der Nordostecke des Chors erbaut und später in die Fassade einer neuen Kirche einbezogen werden. Der Turm wurde aber letzten Endes an die Nordwestecke des Langhauses gestellt. 1910 begann man mit dem Abriss der Kirche. Zwischen 1911 und 1913 wurde die neue Kirche erbaut. Von der alten Kirche wurde lediglich der Turm beibehalten, der nun in der neuen Chorflanke stand. Am 13. Mai 1914 wurde die St. Laurentiuskirche vom Freiburger Erzbischof Thomas Nörber geweiht. 1964 bis 65 wurde die Kirche im Stil der Zeit renoviert. Bis 1994 wurden viele Veränderungen rückgängig gemacht und die Kirche originalgetreu restauriert.
Am steil abfallenden historischen Marktplatz sind das alte Rathaus von 1557, der Marktbrunnen und die Löwenapotheke vom Beginn des 17. Jahrhunderts besonders sehenswert. Hier befinden sich auch die evangelische Stadtkirche von 1731 und die 1913 erbaute katholische St. Laurentiuskirche. Die evangelische Peterskirche an der Weschnitz von 1912 ist in neoromanischem Jugendstil erbaut. In der Weststadt steht die Markuskirche von 1957 mit großflächigen Bildglaswänden. Das kurpfälzische Schloss, 1537, beherbergt heute das Rathaus, das ehemalige Amtshaus des Deutschen Ordens von 1710, das Stadtmuseum. Das Gerberbachviertel ist ein weitgehend geschlossenes und restauriertes spätmittelalterliches Handwerkerviertel, das mit seinen Fachwerkhäusern zahlreiche romantische Winkel interessante Aspekte bietet. Ferner sind zahlreiche Einzelgebäude sehenswert, zum Beispiel die Ulnersche Kapelle, der Büdinger Hof, das Kerwehaus im Gerberbachviertel und das Molitorschehaus. Im Schlosspark steht eine der größten und ältesten Zedern Deutschlands. Es handelt sich hierbei um eine Libanon-Zeder, die etwa um 1835 gepflanzt wurde. Sie hat eine Höhe von 23 Meter, einen Kronendurchmesser von 27 Meter und einen Stammumfang von etwa 5,20 Meter. Auch einige außerordentlich hohe und alte Ginkgobäume können dort besichtigt werden.